Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute reden wir über Freunde und wie wir im Alltag sprechen. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke anzumachen. Freundschaften sind wirklich wichtig im Leben, oder? Ich finde, dass es schön ist, Menschen zu haben, mit denen man alles teilen kann. Absolut. Es ist toll, jemanden zu haben, der einen versteht und unterstützt. Es ist auch gut, wenn man einfach mal zusammen lachen kann. Genau, und oft sind Freunde wie eine zweite Familie. Man kann sich auf sie verlassen, egal was passiert. Ja, das stimmt. Und durch Freunde lernt man oft auch neue Dinge oder entdeckt neue Interessen. Sie bringen frischen Wind ins Leben. Auf jeden Fall. Ich finde es auch spannend, wie sich Freundschaften im Laufe der Zeit verändern können. Manche werden stärker, andere gehen vielleicht auseinander. Das ist wahr. Manchmal merkt man, dass man sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Aber das ist auch okay. Es ist wichtig, offen zu bleiben. Genau, und manchmal kommen alte Freunde auch wieder zurück. Das ist dann immer wie ein kleines Wiedersehen mit der Vergangenheit. Ja, das kann schön sein. Es zeigt, dass manche Verbindungen einfach stark bleiben, auch wenn man sich eine Zeit lang aus den Augen verliert. Und was denkst du, wie wichtig ist Kommunikation in einer Freundschaft? Sehr wichtig. Ohne gute Kommunikation kann es schnell zu Missverständnissen kommen. Reden hilft, Probleme zu klären und Missverständnisse zu vermeiden. Da hast du recht. Ich finde es auch wichtig, ehrlich zu sein und seine Meinung sagen zu können, ohne Angst zu haben, den anderen zu verletzen. Genau, Ehrlichkeit schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist die Basis für jede gute Freundschaft. Ja, und manchmal muss man auch Kritik annehmen können, ohne gleich beleidigt zu sein. Das gehört dazu. Stimmt, und diese Offenheit zeigt eigentlich nur, wie stark die Freundschaft wirklich ist. Eine gute Freundschaft bedeutet für mich auch, dass man sich gegenseitig Freiheiten lässt. Jeder braucht seinen eigenen Raum. Richtig, man sollte nicht immer aneinander kleben. Jeder sollte auch seine eigenen Dinge machen können. Absolut. Und bei echten Freunden ist es auch okay, mal eine Weile nichts voneinander zu hören. Wenn man sich wieder trifft, ist alles wie zuvor. Genau, echte Freundschaft hält das aus. Es ist schön, wenn man sich einfach aufeinander verlassen kann, ohne ständig in Kontakt zu sein. Das ist wirklich ein gutes Gefühl. Ich finde, das macht eine Freundschaft besonders und wertvoll. Ja, und am Ende des Tages sind es oft die kleinen Dinge, die zählen. Ein liebes Wort oder eine kleine Geste können viel bedeuten. Da stimme ich dir völlig zu. Es sind diese kleinen Momente, die eine Freundschaft stark machen. Wenn ich an gemeinsame Aktivitäten mit Freunden denke, fällt mir als erstes ein, wie viel Spaß es macht, zusammen zu kochen. Man kann neue Rezepte ausprobieren und danach alles gemeinsam genießen. Ja, das ist eine tolle Idee, vor allem weil jeder etwas mitbringen kann. So wird das Essen abwechslungsreich und spannend und man kann sich gegenseitig inspirieren. Genau, und während man kocht, kann man sich gut unterhalten und einfach eine schöne Zeit zusammen haben. Es muss nicht perfekt sein, Hauptsache, man hat Spaß dabei. Und danach kann man vielleicht sogar gemeinsam einen Film schauen oder ein Spiel spielen. Es gibt so viele Möglichkeiten, einen entspannten Abend zu verbringen. Oh ja, Spieleabende sind immer ein Hit, ob Brettspiele oder Kartenspiele, da kommt immer gute Stimmung auf und man kann richtig lachen, wenn jemand einen lustigen Zug macht. Absolut. Und manchmal entdeckt man dabei auch neue Spiele, die man vorher nicht kannte. Es ist eine tolle Art, mal aus dem Alltag auszubrechen.
Stimmt. Oder man geht zusammen spazieren. Das ist auch schön, um sich zu unterhalten und frische Luft zu schnappen. Manchmal kommen dabei die besten Gespräche zustande. Ja, das ist auch eine super Idee. Und wenn es ein schöner Tag ist, kann man vielleicht ein Picknick machen. Jeder bringt etwas mit und man genießt die Zeit draußen. Oder man geht zusammen ins Kino, wenn ein neuer Film herauskommt. Das ist eine schöne Gelegenheit, sich danach über den Film auszutauschen. Kinoabende sind klasse. Und danach kann man noch einen Kaffee trinken gehen. Es ist schön, die Erlebnisse zu teilen und darüber zu reden, was einem gefallen hat oder nicht. Und für die Sportlichen unter uns gibt es natürlich auch die Möglichkeit, zusammen Sport zu machen. Ob Joggen, Radfahren oder Yoga, in der Gruppe macht es oft mehr Spaß. Ja, das motiviert auch, wenn man sich gegenseitig anspornt. Und danach fühlt man sich gleich viel besser und kann den Tag gemeinsam gut ausklingen lassen. Ich finde es auch schön, gemeinsam Konzerte oder Veranstaltungen zu besuchen. Das sind besondere Momente, die man nicht so schnell vergisst. Auf jeden Fall. Musik verbindet und schafft Erinnerungen, die man immer wieder gerne teilt. Und es gibt immer etwas zu erzählen, was man erlebt hat. Manchmal sind es auch die einfachen Dinge wie ein gemeinsamer Kaffee oder ein spontanes Treffen, die eine Freundschaft stark machen. Ja, das spontane Zusammensein zeigt, dass man sich immer aufeinander verlassen kann. Selbst ein kurzer Plausch kann den Tag verbessern. Und wenn man mal nicht so viel Zeit hat, kann man auch einfach mal telefonieren oder eine Nachricht schreiben. Das zeigt, dass man aneinander denkt. Genau. Und es ist schön zu wissen, dass der andere da ist, selbst wenn man sich nicht jeden Tag sieht. Das stärkt die Verbindung. Freunde sind wirklich eine Bereicherung im Leben. Es ist toll, die kleinen und großen Momente miteinander zu teilen und gemeinsam zu wachsen. Ja, und egal was man zusammen macht, die Hauptsache ist, dass man sich wohlfühlt und füreinander da ist. Das ist das Wichtigste in einer Freundschaft. Nach unserem Gespräch über gemeinsame Aktivitäten mit Freunden habe ich darüber nachgedacht, wie wichtig es auch ist, den Kontakt zu halten, besonders wenn man nicht in der Nähe wohnt. Absolut, das kann eine Herausforderung sein. Aber heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, in Verbindung zu bleiben, auch wenn man weit auseinander lebt. Ja, zum Beispiel über soziale Medien. Man kann Fotos teilen, kleine Nachrichten schicken oder sogar Videoanrufe machen. Das bringt einen näher zusammen. Und es ist schön, zwischendurch einfach mal zu hören, wie es dem anderen geht. Eine kurze Nachricht kann viel bedeuten und zeigt, dass man aneinander denkt. Manchmal ist es auch schön, ganz klassisch einen Brief oder eine Postkarte zu schreiben. Das hat etwas Persönliches und Besonderes. Ja, das stimmt. Ein handgeschriebener Brief kann wirklich Freude bereiten. Und es ist etwas, das man aufheben kann, um es später nochmal zu lesen. Was denkst du über das Kennenlernen neuer Leute? Manchmal kann das ja etwas schwierig sein, besonders wenn man schüchtern ist. Das stimmt, aber es gibt viele Gelegenheiten, neue Leute kennenzulernen, ob bei Veranstaltungen, in Kursen oder sogar online. Wichtig ist, offen zu sein und Interesse zu zeigen. Richtig, und oft hilft es, einfach ein nettes Gespräch zu beginnen. Etwas Einfaches wie »Hallo, ich bin« kann schon der Anfang einer neuen Freundschaft sein. Und wenn man gemeinsame Interessen entdeckt, ist das noch besser. Dann hat man gleich ein Thema, über das man reden kann und etwas, das einen verbindet.
Genau, gemeinsame Hobbys oder Interessen sind immer eine gute Basis und manchmal entwickeln sich daraus dann ganz unerwartet tiefere Freundschaften. Ja, und es ist wichtig, sich zu trauen, den ersten Schritt zu machen. Oft sind andere genauso unsicher und froh, wenn jemand die Initiative ergreift. Und wenn man sich in einer Gruppe befindet, kann man auch versuchen, sich an Gesprächen zu beteiligen oder Fragen zu stellen. Das zeigt, dass man interessiert ist. Eben. Und oft ergibt sich daraus ein spannender Austausch. Man kann so viel von anderen lernen und vielleicht sogar neue Perspektiven gewinnen. Und selbst wenn man sich nicht sofort versteht, sollte man nicht aufgeben. Manchmal braucht es ein bisschen Zeit, bis man jemanden besser kennenlernt. Ja, und Geduld zahlt sich aus. Freundschaften entwickeln sich nicht über Nacht, aber mit der Zeit kann daraus etwas sehr Wertvolles entstehen. Wichtig ist, authentisch zu bleiben und nicht zu versuchen, jemand anderes zu sein. So zieht man Menschen an, die einen wirklich schätzen. Genau, und das ist der Schlüssel zu echten Freundschaften. Man sollte sich immer wohlfühlen können, so wie man ist. Und wenn man dann neue Freunde gefunden hat, ist es umso schöner, die gemeinsamen Erlebnisse zu teilen und die Verbindung zu pflegen. Gute Gespräche sind wirklich das Herz jeder Freundschaft. Sie helfen uns, einander besser zu verstehen und die Verbindung zu stärken. Ja, durch Gespräche teilen wir nicht nur Neuigkeiten, sondern auch Gedanken und Gefühle. Das schafft Vertrauen und Nähe. Genau, und es ist auch wichtig, zuzuhören. Wenn wir aufmerksam sind, zeigen wir, dass uns der andere wirklich interessiert. Zuhören ist oft genauso wichtig wie Reden. Es gibt dem anderen das Gefühl, gehört und verstanden zu werden. Manchmal kann ein einfaches Gespräch den ganzen Tag besser machen. Es kann Trost spenden oder einfach nur Freude bringen. Das stimmt. Und in schwierigen Zeiten ist ein gutes Gespräch oft besonders wertvoll. Es kann helfen, Probleme zu lösen oder neue Sichtweisen zu entdecken. Ja, und über gemeinsame Erlebnisse zu reden, kann die Freundschaft noch stärker machen. Man erinnert sich zusammen an schöne Momente. Und das Schöne ist, dass solche Gespräche oft ganz spontan entstehen können. Man muss nicht immer ein großes Thema haben. Richtig, oft reicht es, einfach über den Alltag zu sprechen. Daraus entwickeln sich oft die besten Unterhaltungen. Es ist auch wichtig, ehrlich zu sein. Ehrlichkeit in Gesprächen schafft Vertrauen und macht die Freundschaft stabiler. Und wenn wir uns öffnen, geben wir dem anderen die Möglichkeit, uns wirklich kennenzulernen. Das kann die Bindung vertiefen. Und selbst wenn es mal Meinungsverschiedenheiten gibt, können gute Gespräche helfen, diese zu klären und zu verstehen. Ja, Konflikte gehören auch dazu, aber durch offene Gespräche kann man oft Lösungen finden und Missverständnisse vermeiden. Und manchmal lernt man durch solche Gespräche auch mehr über sich selbst. Das ist eine wertvolle Erfahrung. Oft merkt man, dass man durch das Reden selbst klarer sieht. Probleme erscheinen nicht mehr so groß, wenn man sie teilt. Und es hilft, wenn man weiß, dass jemand für einen da ist, egal was passiert. Diese Sicherheit ist unbezahlbar. Das stimmt, und es ist schön zu wissen, dass man jemanden hat, dem man vertrauen kann und der einen unterstützt. Freundschaften wachsen mit der Zeit und jedes Gespräch ist ein Baustein in diesem Prozess. Ja, und je mehr wir miteinander reden, desto besser verstehen wir uns. Das ist das Geheimnis starker Freundschaften. Und am Ende ist es die Qualität der Gespräche, die zählt, nicht die Quantität. Ein tiefes Gespräch kann mehr bedeuten als viele oberflächliche.
Und das Beste daran ist, dass man nie weiß, wohin ein Gespräch führen kann. Vielleicht entdeckt man neue Interessen oder Ideen. Genau, und das macht Freundschaften so spannend. Man lernt immer wieder Neues über den anderen und über sich selbst. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass euch unsere Gespräche inspirieren konnten. Ja, es wäre toll, wenn ihr uns in den Kommentaren eure Gedanken teilt. Welche Wörter oder Themen aus unserem Podcast haben euch besonders gefallen? Vergesst nicht, uns zu liken und zu abonnieren. Klickt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Wir freuen uns darauf, euch bald wieder hier zu begrüßen. Bleibt neugierig und offen für neue Gespräche. Die Freundschaft. Freundschaft ist wichtig im Leben. Eine gute Freundschaft kann lange halten. Das Gespräch, ein gutes Gespräch kann viel bewirken. Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch. Die Verbindung. Die Verbindung zwischen den Freunden ist stark. Über soziale Medien kann man die Verbindung halten. Der Brief. Ein handgeschriebener Brief ist etwas Besonderes. Der Brief kam gestern mit der Post. Das Interesse. Zeige Interesse, wenn du neue Leute kennenlernst. Interesse an gemeinsamen Hobbys verbindet Menschen.